wo ist Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Regierungsviertel und darf nicht abreisen, ohne eine gute Currywurst gekostet zu haben. Schmalzwiebeln und noch ein bisschen Salz oben drauf. Beide lecker. Ching, 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 ching. Jede einzelne zurechtschneiden, ja? Ja, da werden die Enden abgeschnitten. Und dann werden die geritzt, damit die uns nicht aufplatzen beim Abraten. Ja. Ja. Fett ist auch Geschmacksträger. Ja, auf jeden Fall. Ist schon lecker. Wird ausgebacken. Das ist schon eine uralte Geschichte, Familientradition. Also seit den 50er Jahren halt wird dieses Rezept vertrieben aus der Nachkriegszeit. Es liegt ja an der Soße meistens, natürlich auch an der Wurst, aber ich glaube, die größten Unterschiede sind im Ketchup. Die Soße macht halt die Berliner Currywurst, glaube ich, so speziell. Bei uns ist es halt wirklich so, viele nehmen ja einen Fertig-Ketchup, rühren Gewürze dazu und verändern in irgendeiner Form. Wir kochen unseren Ketchup von der Basis halt nach dem uralten Kriegsrezept noch, wie damals die einfachen Mittel waren, ohne Konservierungsstoffe, jeden Tag komplett frisch. Da ist am Anfang mal nichts und dann wird auch ca. 5 Stunden lang die Soße, der Ketchup durchgekocht, wie er hier nach dem uralten Rezept noch vertrieben wird. Und du selbst?
Wie ist es bei dir? Du bist selbst aus Gastronomie? Ja, also Oder wie ist so, es angefangen? Ja, ja, ich bin, also sagen wir mal so, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Ich habe natürlich auch einen Beruf gelernt, einen Feinmechaniker gelernt, kein Koch wie meine Tochter. Ja, und dann hat aber die Liebe zur Gastronomie und zur Currywurst, die ja in der Familie und in den Freundschaften sich so durchgezogen hat damals, hat mich dann, ja, als Urgestein zur Currywurst gezogen. Also ich war schon, wo ich klein war, habe ich Pläne gemalt von der Berliner Currywurstbude, wollte ich unbedingt eine Currywurstbude haben, wo andere schon gelacht haben und gesagt haben, oh Gott, das wäre so eine Currywurst, wer will denn sowas? Und früher war es wirklich so, da wurden die Eltern ausgelacht, wenn sie in der Schule oder wenn man gesagt hat, ja, mein Papa ist Würstchenverkäufer. Heute muss ich ja sagen, ist es schon ein Stück weit Kultstatus. Die Leute oder Touristen kommen nach Berlin und sagen, wo ist Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Regierungsviertel und ach, darf nicht abreisen, ohne eine gute Currywurst gekostet zu haben. Also die gehört ja zu jedem Berlin-Besuch dazu, die Testphase, wo man die beste Berliner Currywurst erwischt. Ne? Absolut. Hier sind die Würste ohne Darm, ne? Und hier sind die Würste mit Darm. Und da kennst du jetzt schon, die sehen aus wie eine Außenparty. Wir haben speziellen Darm, wir haben spezielles Fett, das wir nehmen und die schwimmen richtig. So wie die Schweineschnitzel halt in der Pfanne schwimmen, so schwimmen bei uns die Würste und so schmecken sie halt auch. Die sind innen eine richtig klassische, tolle Wurst und außen sind sie aber knusprig, wie ein kleiner Krustenbraten und die Symbiose mit unserem Ketchup, der sehr fruchtig und lieblich ist, zu der salzigen, würzigen Wurst, ist, macht süchtig, aber gibt schlimmere Dinge, von denen man abhängig werden kann. Deswegen, also. Ja, bei uns wird alles frisch gemacht. Hier sind die Schaschlik, Berliner Schaschlik, halt Leber, Schweinefleisch, Speck, Zwiebeln, schmoren in einer eigenen Soße. Als Topping Schmorzwiebeln, die sind hausgemachten Buletten, scharfe Zwiebeln, rohe Zwiebeln, Paprika kommt dann in die Soße immer mit rein, also alles frische Produkte. Wir haben einen Berliner Konditor noch, der macht uns 2 verschiedene Brötchen noch mit Hand. Also das ist jetzt hier kein Aufbackbrötchen, was du irgendwo aus dem Supermarkt kriegst. Nee, das ist noch ein Hefeteig, der geht noch über Nacht und der macht jede Nacht für uns die Brötchen noch frisch. Kannst du eigentlich auch noch suchen, überhaupt einen Bäcker, der so noch arbeitet wie dieser alte Konditor. Da sind die Spieße, Speck, Zwiebel, Paprika, Schweinefleisch und wird dann ganz zart geschmort in der Soße. Und wenn der Gast das bestellt, ziehen wir das natürlich ab und dann ist es ja, ein ganz saftiges, aber zartes Fleisch, fast wie ein Gulasch mit Soße, leckere Geschichte. Ja. Kann man natürlich auch kross abbraten, wir haben die natürlich auch frisch und braten sie dann knusprig ab, wer das mag, mehr wie vom Grill, braten wir die natürlich auch ab. Wird dann aber frisch gemacht, das dauert dann so 4-5 Minuten, muss der Gast warten. Und hier ist mit Leber. Ja, und hier haben wir halb-halb, also wenn wir mal eine andere Zange nehmen, da haben wir die halt drin. Da sind sie gesteckt, hier sieht man den Speck und da ist dann Leber, Schweinefleisch, Zwiebel, Speck, Leber, Schweinefleisch. Da ist immer im Wechsel gesteckt. Ne? Halb Schweinefleisch, halb Leber. Und dann kommt immer mit der Soße natürlich noch Paprika rein. Und, ja. Lecker Soße darf beim Berliner ja nicht fehlen. Ne? Ja. Ja. Okay, ja. Und nicht von der Henne. Vom Hahn, nicht von der Henne. Ich Ja. habe nur den Schaum bekommen, siehst du? Okay, ja. So, Nee, wir haben die Fassbrause wirklich noch aus dem Fass. Also wie viele haben ja nur in der Flasche, wir haben es aus dem Fass, haben wir gerade frisch angestochen. Deswegen siehst du halt auch noch viel Schaum oben drauf. ist das so ein Himbeergeschmack oder welches? Oder? Wir haben beide. Also wir haben Westberlin die Kräuterlimo Mhm. Jetzt ist es auf Kräuterlimo. Apfelbasis und Kräuter, ja. Und dann haben wir auch noch, kann ich auch mal zapfen. Ich dachte erstmal, das ist Hier haben Bier. wir die originale Ostberliner Fassbrause, Vereinigung am Hahn, ja. Fassbrause Ostberlin, Vereinigung am Hahn, Westberlin, ja, an einem Hahn. Ja, wir haben beide Fassbrausen, weil wir pflegen die Das auch. Traditionen natürlich weiter. Ja. Und- Original Himbeer und hier haben wir Westberliner Fassbrause, Kräuterlimo auf Apfelbasis, beide lecker. Chin, Chin Chin. ching, ching. Chin Chin. Das Ja. Himbeer und die hier ist, also Ja. ich muss dazu sagen, aber die Geschmäcker sind verschieden. Meine Frau trinkt lieber die Himbeere und ich trinke lieber die Neuköllner Rixdorfer. Das ist ein bisschen frischer. Die Himbeere ist natürlich süßer, wa? Wie die Himbeere so ist. Wa? Das ist Teil von Bianca weg. Oder?
Bitteschön. Bitte, Jana. Sorry, mit Darm oder ohne Darm mit Pommes bitte. Ja. Was bekommst du auch mit Pommes? Mario. Mario. Mit Knoblauch. Nee, ohne. Wenn ich darf. Wenn ich darf. Also ohne. Ja, so machen wir das. Das Problem ist, dass mich keiner riechen kann. Nee. Weil es kann ein bisschen einsam machen. Manchmal leider. Mal will ich das? Nein. Zu mir essen ja noch. Gerne. So machen wir das. Mag man noch Würste, wenn man diesen riesen Berg morgens sieht? Ja. Mag man. Ja, Nee. das ist ja lecker. Das vergeht nicht. Das vergeht. Nee. Das ist eine Sucht. Wenn man Currywürste mag, ja. Ja, mag man. Ja, auch so ein paar Zwiebelchen vielleicht. Welche möchtest du denn? Die geschmorten, scharfe oder rohe? Nee, ein paar von den scharfen, aber nur nicht so viel. Ich muss ja auch noch arbeiten. Also ein paar so. Guck mal, ich mache dir die mal hier an der Seite. Dann kann ich die mir selber nehmen, stimmt's? Darfst du selbst dosieren. Reicht dir oder noch ein bisschen? Nee. Alles gut. So, noch was zu trinken? Weil die sind doch so instabil. Oh. Hallo. Yes. 2 Currywurst. Mit Pommes oder? Nee. Und so eine. Zwiebeln. Ja. Möchtest du deine Wurst ein bisschen krosser oder nicht ganz so kross? Also ein bisschen brauner oder nicht so braun? Nicht so. Doppelte Curry mit Schmorzwiebeln. Da kommt noch ein bisschen Salz oben drauf. Möchtest du ein bisschen Worcestersoße? Ein Brötchen? Manche Tage sind es noch mehr. Jahre, 60 Jahre steht jetzt hier schon im Bude. Wir haben die damals den Standplatz übernommen, als der alte Eigentümer hier zugemacht hat, und haben den Platz übernommen und haben gesagt, wir wollen mal was ganz anderes machen, nämlich nicht nur diese Blechhütten, so wie so überall in Berlin ja Kult
sind und man die überall findet, wo früher die Taxifahrer und Polizisten gestanden haben, ist ja heute hier bei uns auch noch so. Wir haben gesagt, wir wollen dem Berliner Kind der Currywurst oder dem Lieblingskind der Berliner auch mal ein tolles Ambiente geben. Warum soll man nicht, so wie wenn man sich abends in eine Pizzeria setzt und eine Pizza isst oder im Restaurant, warum soll man nicht auch die leckere Currywurst in einem guten Ambiente bekommen? Und wir haben auch einige Stammkunden, ja, die sich hier kennengelernt haben, die dann heiraten und die sagen, boah, wir machen hier die Hochzeitsfeier. Also wir hatten hier schon die eine oder andere Hochzeit an der Currywurstbude, so schräg wie das klingt, aber die dann sagen, nee, der Kult. Ja, höchstens. Also ich habe heute Morgen reingemacht. Ja. Normal gewürzt. Ja, auch hier Wiederholungstäter, Stammkunde. Ja? Ja. Welches Brötchen möchtest du rausbringen oder Semmel? Nee, ja. Das ist nämlich die Springwurst. Guten Appetit. Und zum hier essen bei euch. Zum Mittagessen, genau. Ich nehme noch einen Radler und Was kommt auf die Pommes? Rot-Weiß. Schön. Wollt ihr über eure Zwiebeln noch ein bisschen Worcestersoße? Ja, ja, gerne. Perfekt. Ihr könnt gleich das Tablett nehmen, dann Ja, genau, alles in Ordnung. lässt sich doch besser tragen. Sie nahe zu mir. Das Wasser kannst du mir aufheben, ja? So, welches Brötchen möchtet ihr? So ein hauseigenes oder? Kommt da noch was zu? Ein Radler und eine Cola, ja.
Hauseignes. Du möchtest ein belegtes Gewürz am Rat des Hauses? Ist nämlich heiß. Auf die offenen, so die damals die Folge. Die Leute damals auch nicht. Das sieht sehr lecker aus. Absolut. Wustersoße oder Worcester? Worcester? Ach, da kann man sich, glaube ich, streiten. Genau. Jeder nennt es anders, wisst ihr doch. Genau, der eine sagt Worcester, der andere Worcester. Ich kenn's wohl nur als Braune Worcester. Soße, Würzsoße. Okay. Lasst es euch schmecken. Ja, davor, danke. Nein. Hi. Bitteschön. Eine Curry mit Darm mit Pommes und Mayo. Viel Mayo bitte. Die normale Mayo oder Bitte? Knoblauch-Mayo? Lieber normal. So, deine Wurst ein bisschen krosser oder nicht ganz so kross? Und eine große Fassbrause. Klassisch oder Himbeere? Das ist klassisch. Apfel. 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 So, wenn die dir zu kross ist, ja, dann kommst du Bringst du bitte. dir sofort zurück Genau. mit einem Beschwerdebrief. Ja, nee. Du kriegst ja den Ersatz. Ja. Wir haben viele Kunden, die mögen die richtig kross. Und andere wiederum nicht. Solange die es noch nach Brot schmeckt. Ja. Dankeschön. Fantastisch. Danke dir. Lass Wunderbar. dir schmecken. Das werde ich. Und die klassische auch, ja? War auch noch ein Brötchen bei dir? Ja. Möchtest du über deine Zwiebeln noch ein bisschen Worcestersoße? Ja, gerne. Dann sind es 47 bei dir. Fassbrause 03, 05. Und Mayo normal oder Knoblauch? Normale, aber viel. Das ist 10,50 bei dir. 50 Cent. Also ich merke, Fassbrause ist hier auch sehr berühmt. Ja, sehr, ja, wird sehr gefragt. Dankeschön. Klingeling. Und viele sind auch, Na, dann lass dir gleich schmecken. ja, freuen sich drüber, weil es ist ja nicht mehr so. Bitteschön. Das ist das. Ja, darfst du das Tablett nehmen, ne? Guten Hunger. Pommes, soll da noch was drauf? Ja, ein bisschen extra Mayo bitte. Normale Mayo. Aber die extra, ja? Dann sind es 7 Euro bei dir.
Entschuldigung, hat sie Treuen? Hat sie Treuen? Hat sie. Verzeihung. Treuen. Die will nicht aus dem Körbchen hier. So, bitteschön. Currywurst mit Pommes. Mit Mayo. Normale Mayo? Normale Mayo. Mit der. Bitteschön. Danke. Lasst es schmecken. Nach Bayern? Ja, nach Franken geht's jetzt runter in die Gegend von Nürnberg. Und meine Freunde sagen, wenn du runterkommst, bring uns was von Ketchup 35 mit. Und dann mache ich das natürlich auch. Klingt super. Ja, ich nehme hier auch. Ich komme aus Hamburg. Ja. Ich nehme hier auch was. Ein Gerne Grätenschädel. mit. Na also. Ja. Ja. Na dann, gute Fahrt. Danke, danke. Ja, ist ja schön Wetter jetzt. Ja. Ja. Ja, auch aus Süden. Ja, also Ja. deutschlandweit, ja. Haben wir gerade gesprochen, oder? Das sind Notfallpakete für Franken, für Bayern, zack, zack. Ja. Ja, die Franken können Fleischkäse-Semmeln und so können die gut, aber Currywurst müssen wir schon aus Berlin holen. Wa? Ich hätte gerne 2 Buletten mit Kartoffelsalat. Deine Buletten als Currybuletten gemacht? Ja, bitte. Kommt noch was zu trinken zu bei dir? Nee, danke. 9,90 € sind es dann zusammen. Wir haben einen Gast, den viele kennen, Till Schweiger. Und der sagt immer, wir sind anders. Und so sehe ich es auch, wir sind auch anders. Also wir haben hier eine Kaffeemaschine drin, die mega Cappuccino macht, weil früher, oder wenn du an die meisten Imbisse kommst, die Leute lieben ja auch einen Kaffee. Und dann kriegst du diesen Pumpkannen-Kaffee, der da den ganzen Tag steht und dann, oh Gott, war der bitter. Wir haben hier einen super Kaffee. Wir haben frische Kartoffeln, aus denen wir unsere Pommes machen. Haben wir uns in Holland erklären lassen, weil extra rumgereist haben und geguckt, wie machen die das? Ja, die werden auf 2 verschiedenen Temperaturen gebacken. Die werden erstmal vorgebacken und dann müssen die mindestens eine halbe Stunde ruhen und dann werden sie in einer anderen Fritteuse mit einer höheren Gradzahl nur kurz bevor du die Pommes rausgibst, nochmal ausgebacken, so 30 Sekunden oder so, dann sind sie innen schön fluffig, aber außen richtig kross. Also wir machen unsere Mayos selber, wir haben eine Knoblauchmayo, wir haben eine Käsesoße als Topping oben, die kommt aus dem Schwarzwald, aus der Sennerei richtig, eine Nacho-Soße, die sonst für Nachos genommen wird, die machen für uns eine spezielle Käsesoße aus Cheddar-Käse für Topping, Pommes. Unsere Salate sind uralte Berliner Rezepte noch von Oma und der wird auch immer noch jeden Tag frisch gemacht. Pellkartoffeln, kochen, Gurkenwasser stehen lassen über Nacht und erst dann wird er einen anderen Tag zubereitet. Also wir haben viele Hausfrauen, die auch sagen, es lohnt sich nicht mehr, einen Kartoffelsalat noch selber zu machen, den hole ich bei euch, weil der schmeckt nur in einer Menge. Und ja, im Supermarkt, egal was du da kaufst, schmeckt man halt die Konservierungsstoffe. Und das ist halt beim Produkt, was du frisch machst, wie in der Manufaktur, wie bei uns, ist es halt nicht. Natürlich, ja. Hier haben wir Don King, kennt ja jeder irgendwie. War Der war hier. Tyron Zeuge, der letzte deutsche Boxweltmeister. Ja, der ist hier lebenslang Currywurst, der etwas andere Tyron Zeuge. Tyron ist regelmäßig, wenn er denn darf, er ist am besten auf Diät wegen seinen Kämpfen. Aber wenn er könnte, würde er immer Currywurst essen. Hier ist eine Currywurst-Legende eigentlich, Harald Köring.
Krasselt in Steglitz kennt, glaube ich, weltweit jeder. Ja, da ist. Was? Ralf Rocchiciani zum Beispiel, Legende. Ja, Graziano Rocchiciani kenn war ich, ja auch ja. bekannt, ja. Ja. Das ist der Ralf. Der hat bei uns, wir machen jedes Jahr immer einen Charity-Grillen mit Prominenten. Und machen wir jetzt seit dieses Jahr am 18. Jahr. Und da spenden wir die Gelder immer. Die eine Tageseinnahme, die wir an diesem speziellen Tag haben, wo die Promis grillen, da muss immer ein Promi hinter den Grill. Uli Borowka war schon da gewesen, Ralf hat die Grill gehabt und Robert Stieglitz und Axel Schulz und so eine Sachen. Dieses Jahr kommt die Schlagersängerin Niki, die kennen vielleicht auch viele noch von früher und von Joko und Klaas. Der Klaas ist diesmal dabei, ja, Klaas Häufer Umlauf. Die Grillen und die Einnahmen spenden wir dann immer für eine Einrichtung für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder. Machen wir jedes Jahr immer, weil wir gesagt haben, solange wie wir klarkommen, geben wir auch gerne was ab. Für Leute, die es schwerer haben. Hier Hamburger SV, der Europapokalsieger Mike Schmidt. Ja. Das Till auch nochmal hier oben. Ja. Da hat er unser Logo mit drauf. Wasserball-Legende Hagen Stamm, Nationalspieler und Bundestrainer. Auch eine Musikgruppe aus New York, LP heißen die. Okay. Das ist Anni Dunkelmann hier, kennen viele aus der Berliner Abendschau, die haben mit der Abendschau bei uns gedreht. Ja, so ist die Currywurst in Berlin herrlich. Eine Legende. Ja. Hier ist Carsten Stahl, kennen ja auch viele aus dem Fernsehen. Ne? Ja. Das ist schon interessant. Ja. Absolut. Und das war auch hier Kult. Er ist ein Mönch, ja, der hierher gekommen ist, um sich mal anzugucken. Er isst ja keine Currywurst, ja, weil die sind ja sehr enthaltsam. Aber er wollte sich das mal angucken, weil er hier in Berlin gehört hat, dass hier die ureigenste Currywurst ist. Und er sagt, also Legenden liebt er, deswegen musste er sich das mal angucken. Ja, ganz cool. Ja. Normal Gewürze oder möchtest du ein bisschen schärfer? Ich hätte gerne die Scharfen Zwiebeln. scharfe Zwiebeln drauf, ja. Kam noch Pommes dazu. Ein großer Fett mit Pommes. Alles klar. So, hat sie schon wieder alle gemacht. Pass auf. Hörst du? Ja. Noch den ganzen Morgen mitnehmen. Ich denke nämlich. Ich kann nämlich heute Ketchup schön alle machen. Den ganzen Tag lang. So, unten Brötchen war's? Ja, bitte. Guck mal, ich mach dir mal die Zwiebeln hier an der Seite. Dann kannst du selbst dosieren. Dann kriege ich wenigstens keine Kloppe. Dann lass es dir schmecken. Jawohl, danke. Hi. Schönen guten Tag, ich hätte gern eine mit Darm, eine ohne Darm. Mit Knoblauchketchup und scharfen Zwiebeln. Und Kartoffelsalat. Ja. Sollen wir hier essen bei dir? Ja, unten noch ein Kakao enthalten, bitte. Ich wollte die mal an die Seite. Machst du hervorragend. Ja, bei mir wurde schon berichtet, die sind dolle Schafe. Ist das schön? Ja. Aber nicht so wie deine. Nee, alles gut. Wenn ich die So, und ein Kakao, nee, das heißt ja Milchmische. Milchmische, Milchmische. was es nicht alles gibt. Ja. So. 12,80 € sind Sieht wie gemalt aus. Ja.
Jetzt ist er nämlich schneller. Ich hatte zu lange frei. Ich hätte eine Woche frei gehabt. Ja? Ja, und dann sitzen die Handgriffe nicht. Urlaub. Ja, wie Mini-Urlaub. So, und jetzt wolltest du noch Chili-Pulver, Flocken drauf haben. Ja, so ein paar. Dann reiche ich dir das mal hoch und dann kannst du dir da gerne das selber mal würzen. Bei beide? Ja. Kommt denn noch was zu bei dir? Ein Brötchen. Bitte 16,50 zusammen. Hallo. Hallo. Zwei Curry mit Rahm bitte, etwas schärfer. Ja. Und Kartoffelsalat. Zum hier essen bei Ja, dir? bitte. Kriegst du noch was zum Trinken dazu? Nee. Und einmal zwei mit Darm, ja? Ja, bitte. Etwas schärfer. Noch ein Brötchen zu. So eine scharfen geschmorten Zwiebeln würde ich auch noch drauf haben wollen. So, hi. Ohne Darm mit Brötchen bitte. Normal Gewürz oder ein bisschen schärfer? Nee, normal. Noch was zu trinken? Nein, nein. 3,70 sind es damit. Bitte schön. Ja. So. Welches Brötchen möchtest du, Hausring oder Semmel? Semmel. Eins war aber richtig, ne? Ja. Mit Jalapenos oder ohne? Ja. Ja? Zum hier essen? Nein, mit bitte.
So, der Hund ist 7,90 € bei dir. Und Jalapenos. Für diejenigen, die ein bisschen Schärfe mögen, ja? Ja. Sind aber nur zum Anfang scharf, danach geht das. Da sind unsere scharfen Zwiebeln, glaube ich, ein bisschen schärfer. Ja, sag mal. Nein, alles gut. Du nimmst Pommes? Stell mal das Wasser hier rein, ja? Ja. Und ein Brötchen war das, ne? Ja, Dann sind das 8,90 € bei dir. Nein. Also 2 Currywürste, ein Brötchen und ein Radler. Hier. Und der letzte Tag, also ja, da. Der letzte? Der mit dem vierte T-Shirt Tag. hier, Der ja. vierte? Also wir sind dann schon weg, weil es ja nicht bezahlt. So, welches Brötchen möchtest du? Ein Hauseigen oder Semmel? So ein hauseigenes. Schön. Bei dir? Ich hätte gerne 2 Currybuletten. Und Radler. Bitte. Ach so. Bei dir war ja auch noch ein Radler, ne? Nee, hat der Brötchen so. Zwei Curry mit Brötchen, mit Haus. Und ein Radler. Nee, und den nehme ich. Ich nehme so ein Erdinger Alkoholfrei. Ich brauche von den Zwiebeln, aber den brauche ich noch. Ja. Die Luft hier hat. Gut reicht. So, und ein Brötchen war das? Und ein Radler. Und scharfe Zwiebeln? Nein. Warum? So sollen sie sein. Oder?
Noch was zu trinken? Almdudler noch dazu. So, ich weiß auch nicht. Das grüne Messer und ich sind nicht eins. So, 13, 20 sind es denn bei dir. Klingeling. Na, dann lasst euch gleich schmecken, ne? Na dann, lasst euch schmecken. Dankeschön. Du kannst mit einnehmen. Ja, ich nehme für mich nur Zwickerei. Nur zwei. Was ist es? Du kannst mit einnehmen. Wenn man mir fragt, hier. Reicht jetzt auch wieder. Wollt man noch was trinken, ja, oder? Dann sind es 12,60 bei dir. Erkläre uns die Sachen, die Toilette und die Deutschen dazu. Noch was zu trinken bei dir? 6,90 sind es dann bitte. Welches Brötchen möchtest du? Ein Semmel oder Hauseigen? Was ist denn Schönes? Ich hätte gern Curry ohne Rat mit Brötchen. Und Cola. €6,60 sind es dann bei dir.
So, welches Brötchen möchtest du denn? So ein hauseigenes oder eine Semmel? Eine Fritz-Cola war das, ne? Ich hab vergessen. Ein hauseigenes war das? Nicola, zweimal Currywurst. Die Originale ohne Darm, gell? Ja, Originale ist ohne Darm. Die Originale ist ohne Darm und hier ist aber mit Darm der Renner. Der Renner, dann nehme ich den Renner. Oder du machst eine so, eine so. Nein, dann nehme ich den Renner haben. Bekommt ihr irgendwie Pommes? Nein. Nein, dann will ich nichts essen. Alle ein. Wollen sie nicht? Möchtest du noch ein Brötchen? Ja, gerne. Und der Cola. Eine Fritz oder Coca-Cola? Coca-Cola. Zero. Und eine Zero. Und wo aus Österreich kommen Sie? Nee, aus München. München. Ach so, aus München? Ja. Also, ja, ich Ist die dachte scharf, heute. oder? Das ist sehr ähnlich Österreich und Ja, München, der okay. Dialekt. Ja, das stimmt. Okay. So, jetzt ist ein bisschen Chili-Pulver drauf. Wenn dir das nicht reicht, kannst du da noch nachwürzen. Alles gut. Eine Semmel oder ein hauseigenes Brötchen? Hauseigenes. Ach so. Was zu trinken? Ich nehme Passpause. Cola nehme ich. Ohne Zucker. Was? 1003 und 405? 04. Die schmeckt lecker. Welcher? Cola ist auch Zucker. Oder machen wir zwei bitte, keine Cola. Machen wir. Auch eine 04er? Ja, ja. Welche Brötchen wollt ihr denn? Semmel oder hauseigen? Aus. Geht ein bisschen geschmorte Zwiebelfleisch auf die Currywurst mit drauf. Ja. Was kriegst du denn auf deine Pommes? Mayo. Normal oder mit Knoblauch? Normale.